Willkommen auf diesen brandneuen YouTube-Kanal. Ich bin Sven und gemeinsam zerpflücken wir das Thema digitale Hydroponik. Dabei soll es hauptsächlich um ein Langzeitprojekt gehen, das ihr schon im Hintergrund sehen könnt. Aber eines vorab, falls du das Video nicht auf Deutsch schaust, wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein, dass sich meine Lippen nicht so ganz synchron bewegen. Das liegt daran, dass ich zwar meine Originalstimme benutze, diese aber von einer KI übersetzen lasse. Lass uns starten. So, bis die Gourbox jetzt hochgefahren ist, nutze ich noch schnell die Gelegenheit, um ein paar Worte über das Projekt zu verlieren. Ich hatte vor rund 2 Jahren die Idee, eine vollautomatisierte Grow-Box zu bauen, die in der Lage ist, jede erdenkliche Art von Pflanze so effizient wie möglich wachsen zu lassen. Dabei wollte ich so viele Messwerte wie nur möglich sammeln, um zu erfahren, wie und wann eine Pflanze optimal wächst. Dünger und Strom ist derzeit ein knappes Gut, was wahrscheinlich auch erstmal so bleiben wird. Da habe ich mich gefragt, auch im Hinblick auf genetisch optimierte Pflanzen, Stichwort Wasserknappheit, wie kann man also Wachstumsprozesse maximal beschleunigen und dabei ressourcenschonend den gleichen oder vielleicht noch einen größeren Ertrag erzielen? Vielleicht starten wir am besten einfach mal mit ein paar Grundfunktionen, wie zum Beispiel dem Licht. Das sollte sich natürlich komplett selbst steuern, also sich nicht nur nach einer Uhrzeit richten, sondern sollte sich an dem Bedarf und Wachstumsphase der Pflanze richten. Heißt dimmen. Das war ein richtiges Höllenthema. Statt einfach an und aus sollte die Lampe einen Sonnenauf- und Untergang simulieren. Ich habe mich dann final für 2 Lampen entschieden, dessen Winkel und horizontalen Abstand ich zueinander anpassen kann. Dazu musste also ein Schienensystem her. Das war neben der Elektronik die größte Fummelarbeit, aber mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Die Lampen hatten also einen guten Halt und die Konstruktion konnte mir so ein bisschen die Paranoia nehmen, dass die Lampen herunterfallen und meine Bude in Brand stecken. Also, da ich die Lampen auch nicht an so einen hässlichen Seilzug hängen wollte und diese jetzt an ein Schienensystem hänge, wollte ich, dass die Pflanze durch ihr Wachstum den Abstand zum Licht beibehält und ich nicht irgendwie nachjustieren muss. Oder die Pflanze einfach dann in die Lampe halt reinwächst. Dazu stelle ich vorher mit einem Messschieber mit Laserschranke den gewünschten Abstand zur Lampe ein und wächst die Lampe über den Laser, fährt die Basis, auf die die Pflanze steht, runter, bis der Laser wieder mit dem Spiegel gegenüber gekoppelt ist. Das und dieser coole Infinity-Effekt ist aber nicht der einzige Grund, warum ich mich an den Seiten für diese Edelstahlspiegel entschieden habe, aber dazu später mehr. Mit diesem Lift kann ich zudem besser das Wachstum automatisiert messen und mit einem Seilzug ist der Abstand zur Lampe irgendwie ständig unterschiedlich, da die Pflanze kontinuierlich ja bei Dunkelheit wächst, sodass die Messwerte dann halt stark verfälscht werden. Das funktioniert schon ganz gut und sieht, wenn das Licht aus ist, auch ziemlich futuristisch aus. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum zum Henker ist da keine Pflanze drin? Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe aber beschlossen, schon die ersten Bilder und Videos zu veröffentlichen. Vielleicht sind euch auch schon diese Kameras aufgefallen, die ich oben verbaut habe. In Kürze wird es also auch Timelapse-Videos geben. Ich werde dazu Messwerte veröffentlichen. Aber ich konnte es einfach jetzt nicht abwarten, nun einfach mal mit dem ersten Video anzufangen. Da habe ich auch schnell gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, sowas zusammenzuschneiden, was zumindest den eigenen Anspruch entspricht. Ich sitze daher nun seit rund 3 Monaten an dieses Video, von der Idee, es bei YouTube zu veröffentlichen, bis jetzt. Da ich mit dem Projekt schon in meiner Freizeit genug beschäftigt bin, würde ich es auch so ein bisschen von Aufrufen und Abonnenten abhängig machen, wie tief ich euch in diesen Karnickelbau nehme, in dem ich jetzt schon so lange stecke. Heißt, wenn ihr künftig mehr sehen wollt, zum Beispiel wie ich die Growbox zusammengebaut habe, was dort alles für Technik drin steckt, was das Ganze gekostet hat und vieles, vieles mehr, dann abonniert diesen Kanal oder lasst mir dringend einen Kommentar da, was ihr von diesem Projekt haltet. Weiter im Text. Die Pflanze benötigt natürlich auch was zum Futtern. Im Boden habe ich dazu Behälter eingelassen, die mit Pumpen das Gießwasser auf der rechten Seite mit Nährstoffen anreichern.
Das Gießwasser wird dann kontinuierlich mit verschiedenen Sensoren auf Nährstoffgehalt und pH-Wert getestet und natürlich, wie viel Wasser noch im Behälter ist, damit man rechtzeitig Wasser nachfüllen kann. Dies wird dann wieder getestet und wieder mit Dünger nachgeführt, solange bis dann der gewünschte Wert wieder erreicht ist. Ja, alleine darüber könnte man wohl ein eigenes Video machen. In diesem Video geht es hauptsächlich darum, dein Interesse für das Thema etwas zu wecken und dass ich abchecken kann, ja, welche Richtung ich mit diesem Projekt einschlagen möchte. Ob ich da irgendwie noch mehr veröffentlichen soll oder ob das Thema überhaupt von Interesse ist. Daher bin ich dringend auf euer Feedback angewiesen. Nun gut, das Gießwasser ist jetzt nun wieder aufbereitet und wird dann mit einer Pumpe, die sich in dem Gießbehälter befindet, hochgepumpt. Am Topf oben habe ich eine Art Verteiler verbaut, damit ich steuern kann, ob das Substrat überall durchwässert werden soll oder nur punktuell, wenn beispielsweise die Pflanze noch sehr klein ist oder ich nur mehrere Stecklinge oder so bewässern möchte. Dir ist bestimmt dieses weiße Netz aufgefallen, das stammt eigentlich aus der Weinproduktion und soll eigentlich Fruchtfleisch filtern. Mit dem Netz verhindere ich, dass Pflanzenteile oder so durch den Abfluss zurück in den Gießbehälter laufen und vielleicht die Pumpe verstopfen. Außerdem kann ich, wenn die Pflanze ausgewachsen ist, den Sack an den Henkeln einfach rausnehmen, ohne irgendwie was abbauen zu müssen oder dass Millionen von diesen Tonkügelchen durch dieses Gerät fliegen. Wenn das Gießwasser dann durch den Topf läuft und unten auf die beheizte Abflussplatte trifft, erwärmt die Platte das Wasser auf die richtige Temperatur und läuft dann final wieder zurück in den Gießbehälter. Ja, durch die doch schmale Bauweise des Gehäuses allgemein hat man mit einer recht hohen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen, die ich nicht unbedingt auf das Minimum regulieren möchte, sondern ich möchte auch die Luftfeuchtigkeit steuern. Da ich beispielsweise wissen will, wie viel Luftfeuchtigkeit manche Genetiken dann tatsächlich aushalten, bis zum Beispiel Schimmel entsteht. Die vorhin angesprochenen Spiegel, die sind aus Edelstahl und somit magnetisch. Diese seitlichen PWM-Lüfter kann ich somit flexibel an den Seiten und an der Rückwand anbringen. 2 von diesen Magnetfüßen habe ich etwas kürzer gemacht, damit ich auch da den Winkel verstellen kann. Wenn ich zum Beispiel die Pflanze von unten mit Luft versorgen möchte, kann ich die Lüfter leicht kippen und dann habe ich oben mehr, ich sag mal, Bauraum zur Verfügung. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt noch einiges zu dem Projekt zu erzählen. Als nächstes würde ich ein Video hochladen, wie ich das Teil zusammenbaue, welche Komponenten da so drin stecken und wie das im Einzelnen alles funktioniert. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ihr habt bestimmt ein paar Fragen zu diesem Thema. Einfach unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich werde das dann versuchen, mit in den nächsten Video mit aufzunehmen. Dann bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, ein schönes Osterfest, einen schönen 1.4. Und falls es wen interessiert, ich habe einige Videosequenzen hier mit diesem alten japanischen Objektiv aufgenommen. Das war's. Alles klar. Endlich ist es geschafft. Wir sehen uns. Ciao.